Es ist so, wenn wir Ausstellungen machen, dann dauert es nicht lange, manchmal 3 Jahre, manchmal 10 Jahre, dass diese Ausstellungen entweder dann von der Gesellschaft aufgegriffen werden. Beispielsweise jetzt reden alle von dem NSA-Skandal, National Security Administration. Wir haben schon im Jahre 2001, also vor 13 Jahren, eine Ausstellung gemacht, Control Space, Rhetorik-Überwachung. Und das ist genau das Mission Statement, was die Gründer sich versprochen haben, hier ein Haus zu bauen, das imstande ist, rechtzeitig und das heißt immer vorzeitig zu erkennen, wohin läuft die Entwicklung der Gesellschaft. As you see, we came with smoke and smoking. Die technischen Medien der letzten 200 Jahre sind das entscheidende Ereignis der Neuzeit, weil sie eben diese althergebrachte klassische Gleichung zwischen Repräsentation und Realität radikal verändert haben. Nämlich insofern, dass es sich nicht mehr darum handelt, um eine Abbildungsmaschine, sondern um eine Erzeugermaschine. Die neuen Medien stellen Wirklichkeit her, sie tun Wirklichkeit nicht nur abbilden. Und dann kommt noch dazu, dass bei diesem Herstellungsprozess klarerweise der Betrachter selbst einen wichtigen Teil einnimmt. Insofern sind wir ein Labor, nicht nur zur Erforschung der Künste, nicht nur zur Erforschung von Medientechnologie, sondern von Einfluss beider auf die Wirklichkeit. Insofern sind wir auch ein Labor der Wirklichkeit selber. Und das macht sozusagen ja jeden Besuch im ZKM so spannend, so aufschlussreich und so aufklärerisch. Eines möchte ich noch erwähnen. Wir haben gemacht im Jahre 2004, genau vor 10 Jahren, die Ausstellung Die algorithmische Revolution, worauf wir hingewiesen haben, dass so Algorithmen, das sind Rechenvorschriften, eigentlich die Welt beherrschen. Damals musste ich zum Beispiel als Spiegelartikel 3-mal das Wort Algorithmus buchstabieren, hat es immer noch falsch geschrieben und ich sagte, ich schicke Ihnen lieber eine E-Mail. Und dann war es trotzdem falsch abgedruckt. Ein 7-jähriges Mädchen, die Tochter einer Mitarbeiterin des ZKM, das Mädchen hat gesagt, Sehen macht glücklich. Denken Sie mal nach. Ja? Ich habe dann 5 € gegeben, das hätte mich ein Werbespruch von einer Firma viel mehr gekostet. Ja? Ich habe das dann ergänzt, Kunst sehen macht doppelt glücklich. Kunst sehen im ZKM macht euphorisch. Pro Jahr machen wir 20 Ausstellungen, über 20 Bücher und manche fragen sich, gibt es überhaupt so viele gute Kunst, dass es so vieles zu sehen habe in ZKM? Sie müssen wissen, ZKM heißt ja nicht nur Zentrum für Kunst und Medientechnologie, sondern auch Zukunft für Kunst und Medien. Aber auch, darauf hat mich eine kreative Mitarbeiterin des ZKM hingewiesen, das heißt auch Zentrum, also ZKM für kreative Mitarbeiter. Deshalb, das stimmt. Deshalb möchte ich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses ihre Fähigkeiten, ihr Engagement und ihren Enthusiasmus dem ZKM zur Verfügung stellen. Denen danke ich vielmals. Wie Sie wissen, ist das ZKM ein Raumschiff. Ja? Und ich bin nicht nur der CEO, sondern der Chief Science Officer namens Spock. Wir machen Ausstellungen, Veranstaltungen, wir machen Sammlung und Archiv, aber eben auch Forschung und Produktion, um eben einer wissensbasierten Gesellschaft eben zu dienen. Und deswegen kann ich zum Abschluss sagen, wer täglich das ZKM besucht, oder mehrmals im Jahr zumindest, wird so gescheit werden wie Mr. Spock. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. And so the
disappearance of man is counted in blood. Der Virus der Geräusche wurde von den Futuristen in die ehrwürdige Tonhalle und Konzertsäle eingeschleppt und führte zur Befreiung des Klangs aus den Klammern der Musik. Das Geräusch, der Lärm emanzipierte sich und wurde neben dem Klang, dem Ton und der Stille zu einem gleichberechtigten Kompositionsmaterial. Daher sprach ein berühmter Komponist wie Edgar Varese nicht von Musik, sondern von organisiertem Ton. Seit Varese gilt, mit jeder Art von Schall, mit allem, was klingt, können wir Musik machen. Und diese Emanzipation des Schalls hat unser musikalisches Alphabet erweitert. Alles, was klingt, gehört zur Kunst des Klangs. Die Türen der Konzertsäle blieben dem Avantgarde-Klang in der Hauptsache verschlossen. Wir können daher ganz einfach definieren, alles, was nicht Eingang fand in die Konzertsäle, ist Soundart. Datenträger und Gejagte. Datenträger, Datenträger, Datenträger. Verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Unter dem Druck der ubiquitären Überwachung, denn überwacht sind wir alle zu jeder Zeit, gestehe ich freimütig, dass ich einer der Urheber der Ausstellung Global Activism bin. Ich beuge mich aber nicht dem Terror der Überwachung, sondern ich schütze mich vor den Suchmaschinen der globalen Informationskonzerne und den Detektiven der NSA, National Security Agency, indem ich mich verhülle. Ich schütze meine Identität durch Anonymität. Es ist uns besonders wichtig, das klarzustellen, dass Europa nicht die EU ist. Wir wissen, ja, dass trotz der Sanktionen gegen Russland Dostojewski ein Europäer ist. Und wir wissen, dass trotz des Austritts Großbritanniens aus der EU Shakespeare ein Europäer bleibt. Und man kann nur sagen, weil sich eben die Europäische Union nicht um die europäische Kultur gekümmert hat, ist sie auch davon bedroht, auseinanderzubrechen. Und das ist genau, was diese Ausstellung versucht zu machen. Eben diese Nähte, diese Wunden zu vernähen und ihm zu zeigen, nur die Kunst und Kultur kann die europäischen Nationen eben vereinen und eben nicht trennen. Ich glaube, niemand kann sich der Beobachtung entziehen, dass Globalisierung und Digitalisierung die herrschenden Strömungen unserer Zeit sind. Aber nicht alle und vielleicht nur wenige können sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet.
Das Ziel der Globale, dieser neuen Kunstmanifestation im digitalen Zeitalter, ist es gerade, den Reichtum und die Optionen dieser neuen Allianz von Wissenschaft und Kunst im digitalen globalen Zeitalter zu zeigen. Wenn Sie in Kürze in die Lichthöfe 8 und 9 des Zeitgames eintreten, werden Sie tatsächlich in eine Zeitenwende eintreten, wirklich in eine neue Ära. Sie werden dort künstlich geschaffene Mikroben sehen, die verschmutztes Wasser reinigen. Ein Echtzeitexperiment. Sie werden dort sehen nanotechnologische Fabriken, die aus dem Feind CO2, der Kohlenstoffdioxid, einen Freund machen, wenn wir Vorschläge haben, dass wir das Oxygen, den Sauerstoff und Kohlenstoff abspalten können und damit synthetische Brennstoffe herstellen könnten. Wir könnten also die Klimakrise technisch lösen. Sie werden sehen künstliche Visionen von menschengeschaffenen Algenplantagen, die ebenfalls die Sonnenenergie in synthetische Energie verwandeln. Sie werden Materialzustände sehen, die sich den Erfordernissen des Menschen spontan anpassen. Sie sehen Lösungen, technische Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhunderts. Weil diese Ausstellung ist lösungsgetrieben. Erschaffen von einer neuen Allianz von Kunst und Wissenschaft in der Renaissance 2.0, begonnen mit der arabischen Renaissance 500 Jahre vor der Renaissance in Florenz. Kunst trifft auf Forschung. Darum geht es bei einer Ausstellung, die heute in Karlsruhe eröffnet wird. Sie zeigt, was dabei herauskommt, wenn Künstler sich von der Wissenschaft inspirieren lassen. Wissenschaftler und Künstler heute verwenden vergleichbare Apparate, vergleichbare Maschinen und Systeme, Mediensysteme, Computer, Internet. Aber die Künstler das Schloss aus dem 18. Jahrhundert dient als Leinwand für die gigantische 3D-Animation. Aber dass es der große Erfolg wird, ja, das habe ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen erwartet. Ja. Und dadurch war ich wirklich euphorisch beglückt, immer wieder zu sehen, dass der Platz dort am Wochenende vor dem Schloss so eng besetzt war, ja, dass man ja sich gar nicht mehr durchbewegen konnte. Ne. Es war der größte Trumpf der Globale, ja, und auch, ich glaube, der Stadtgeburtstag, diese Begegnung, ja, zwischen dem alten anarchistischen Symbol, das virtuelle Architektur auflöst, und der Begegnung zwischen dem Volk. Und dass das sozusagen hier das Volk gewissermaßen triumphiert hat, ja, diese Selbstfeier, ja, des demokratischen Souveräns, ja, angesichts des alten Souveräns, ja, das hat bei allen, ja, eine große Euphorie ausgelöst. Ja. Ich weiß, Sie haben lange auf den Moment gewartet, dieser möglicherweise herbeigesehnt, indem Sie mein Sprechen endlich akustisch verstehen. Viele haben bis auf 20 Jahre auf diesen Moment gewartet, und heute ist der Moment. Ich habe nämlich vom österreichischen Fernsehen gelernt. Wenn ich im österreichischen Fernsehen gesprochen habe, haben die mich immer deutsch untertitelt. Meine gesprochene Rede wird, wenn es klappt, in einen vom phonetischen Code in den visuellen Code übersetzt. Wir schicken gewissermaßen meinen Lautstrom, ja, als quantifiziertes Digitalsignal zu Google im Silicon Valley. Wir schicken dort eine akustische Datei und erhalten von denen einen Text zurück. Also mein gesprochener akustischer Code wird verwandelt in einen visuellen Schriftcode. Weil das Wesen des Codes ist, dass er in andere Codes übertragen werden kann. Es ist ja klarerweise so, dass die berühmte Cloud in Silicon Valley mit meiner Aussprache auch Probleme hat. Weil die machen das so mit der Übersetzung, die hören hier einen Lautmuster, dann schauen sie nach bei Millionen von anderen Lautmustern, ob das entspricht. Ja? Und dann wird gesagt, okay, dieses Lautmuster könnte ähnlich sein, einem deutschen Wort. Dann wird es dann übertragen in den schriftlichen Code und hergeschickt. Ne? Dass das nicht funktioniert, sehen Sie ja sehr deutlich. Ja?
Sie wissen, ist die Arche Noah ein Sinnbild dafür, dass eben Noah auf dieser Arche seine Familie und die Welt gerettet hat. Unser Anspruch ist ein bisschen bescheidener. Wir wollen ja nicht die Welt retten, sondern wir möchten Kunstwerke retten. Weil Sammeln heißt nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass Kunstwerke nicht verschwinden, dass Kunstwerke nicht untergehen. Deswegen ist das ZKM, die Arche Noah, die Medienkunst. Und das ist das Prinzip unserer Sammlung. Welcome to the critical zone. I would like to comment why we have chosen a new way of opening, a virtual vernissage and a streaming festival for 3 days and for 3 nights. The reason why we cannot be present tonight and today together in one space is a ZKM is naturally the coronavirus, which prohibits travels and transportation in the name of so-called social distancing. The Greek word for distance, for far, is tele. And since the middle of the 19th century, we have developed a new technology, which is called telefax, telephone, television, radio, internet. These are all technologies which can triumph over distance. They can banish distance. So we are living in a society of teletechnology, in a tele-society, since many, many decades. And today we can use this teletechnology so that we can communicate without proximity, without face-to-face. This is my answer to the crisis. Eben gerade mit Gewalt und mit Zwang verursacht durch das Virus, treten wir in eine Art mehrdimensionale Kommunikationen, in mehrdimensionale Räume und Zeiten. Und das ist die Aufgabe der Kunst, die nur die Kunst leisten kann. Die Wirtschaft und Politik ist nur restriktiv. Sind nur restriktive Maßnahmen, Einschränkungsmaßnahmen, Verbote. Wir in der Kunst zeigen neue Modalitäten. Wir zeigen positive Utopien. Und Europa hat schon lange keine Utopien mehr produziert. Wir müssen eine neue Utopie produzieren und das kann die Kunst, um uns neue Horizonte zu öffnen, nicht einzuschränken. Die Wirklichkeit ist nur ein Sonderfall von vielen, vielen möglichen Welten. Und darum ist es so läppisch, wenn man diese Wirklichkeit glaubt und sie durch den Staat und durch die Gesetze noch verdichtet und kanonisiert und es wäre nicht änderbar. Ich sage immer, Realität ist machbar, Herr Nachbar.